Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Life is Strange. Look at this pile. Und wir gucken uns jetzt hier weiter um. Tumbleweeds. Weird. This asshole has a spotless record. Hä? Viele Informationen. Nathan Joshua Prescott. Durchschnitt 3,7. Zusammenfassung. Nathan Prescott setzt mit hervorragenden akademischen Leistungen und einer Vielzahl von außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der Obdachlosenstiftung von Arcadia Bay eingeschlossen, das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Academy fort. Nathan ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwells. Like I'm not gonna read my own personal file. Schülerinformation Maxine Caulfield, Durchschnitt 2,8. Zusammenfassung Max, wie sie es vorzieht, genannt zu werden, ist eine ruhige, aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für die Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat anerkannt, dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz, obwohl einige Beschwerden sie als zu nervös und neugierig beschreiben. Einige Fakultätsmitglieder würden gern mehr Beteiligung und Selbstbewusstsein von Max sehen, andere weniger. Aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schüler und nicht spezifisch. Aktualisierung. Trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal Blackwells demonstrierte Max das Allerbeste der Blackwell Academy, indem die Schülerin Kate Marsh vom Sprung in ihren Tod vom Dach des Wohnheims abhielt. Derzeit findet eine polizeiliche sowie eine schulinterne Untersuchung statt, aber Max' Heldentum ist unbestritten. This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. Schülerinformation Victoria Mary Beth Chase. Durchschnitt 3,9. Zusammenfassung. Victoria Chase ist eine strahlende Repräsentantin der Blackwell Academy mit durchgehend hervorragenden Noten und außerschulischen Aktivitäten, die ihren Karrierewunsch als Fotografin widerspiegelt. Die Fakultät lobt ebenfalls Victorias Engagement für den Vortex Club, sowie für andere Organisationen, die dem Geist und der Geschichte Blackwells gewidmet sind. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Schülerinformation Warren Graham, Durchschnitt 4,0. Zusammenfassung. Warren wird als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert die exzellente wissenschaftliche Tradition Blackwells. Er besitzt ein Redetalent bzw. ein loses Mundwerk, je nach Lehrer. Manche beschuldigen ihn, wissenschaftliche Streiche zu spielen, aber dies konnte von seiner Wissenschaftslehrerin Mrs. Gwen nicht bestätigt werden. Wir hoffen, Warren konzentriert sich auf seine akademische Vision und steuert weiter auf eine strahlende Zukunft zu. Süß. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Schülerinformation Rachel Dawn Amber. Durchschnitt 4,0. Aktualisierung. Unglücklicherweise ist Rachel Amber im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder der Lehrschaft aufgenommen. Ihre Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Blackwell hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre vorzügliche akademische Leistung fortsetzen kann. Zusammenfassung. Rachel Amber ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwells. Sie ist in all ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die für Blackwell typische Qualifizierung für Stipendien und Führungspositionen. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keinen Zweifel, dass sie all ihre Träume mit Blackwell als Angelpunkt verwirklichen wird. Dr. Wells, dies ist LT Chris Rossi. Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlung im Fall Rachel Amber von unserer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis, aber wieder einmal bewahrt Arcadia Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren weiterhin offen, aber mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für all Ihre Hilfe, LT Chris Rossi, Polizei von Arcadia Bay. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe.
Schülerinformation Chloe Elizabeth Price. Durchschnitt 1,7. Zusammenfassung. Chloe Price ist eine Problemschülerin Blackwells, trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, die akademisch zu leiten. Chloe erledigt selten Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber den Lehrern. Sie verursacht zahlreiche Störungen in den Klassen mit unangemessenen Kommentaren und vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Veranstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie diese auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterlegenen Einrichtung. Aktualisierung Chloe Price ist nicht länger eine Schülerin Blackwell. Siehe Polizeiberichten anhören. Alles klar. Ja, ich lese sehr schlecht. I think we found everything in here. I should go join Chloe now. Aber nur, weil das sehr anstrengend ist, wenn du krank bist. Und es im Hals kratzt und du den Husten unterdrücken musst. Ich will diesen Vogel. Ich spreche dann erstmal mit ihr. Ich komme an den Vogel nicht ran, ne? Gar nicht. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped major bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? The Prescotts always get their money's worth. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebrews. Jesus. Super David was Heroes. stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wowzer. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. Just to Nein, chill him out after our knife showdown yesterday. nehm das Geld nicht mit. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Wir lassen das liegen. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse-choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office morgue. Warum gehen wir jetzt nicht automatisch raus? Ich muss noch den Vogel fotografieren. I know that money would have helped Chloe and me. Steht denn hier so? Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrter Mrs. Prescott. Wir bedauern, Sie darüber zu informieren, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnung und Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs. Heuders Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag, dem 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seinen Akten. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster,
die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwells Kapazität hinausgeht. Die Schule kann diese Störung nicht tolerieren, also hoffen wir, dass diese Angelegenheit mit Nathan diskutiert und ihm die Schwere der Situation bewusst machen können. Bitte beziehen Sie sich für einen vollständigen Bericht auf die angehängten Dokumente. Ach du Scheiße. Aktualisierung, gelöschter Bericht. Sehr geehrter Direktor Wells, wir erhielten einen recht unverständlichen und ermöglicht versteuerten Brief von jemandem aus Ihrer Verwaltung, der Nathan uncharakterisierte, unberechenbares Verhaltensmuster beschuldigt. Wir sind sicher, dass es sich um ein Versehen handelt. Andernfalls fürchten wir, dass Nathan von Blackpool auf eine angesehene und bessere finanzierte Schule wechseln muss. Bitte beantworten Sie mit einer beigefügten Löschung des disziplinarischen Berichts. Was für Säcke, ey. Das sind Augen, kann das sein? Blakeville Academy Vorfallsbericht Nathan Prescott. Folgendes ist eine Liste gemeldeter Vorfälle, die Nathan Prescott betreffen. Es scheint ein Muster an Ausbrüchen und Konfrontationen gefolgt von Reue zu geben. Wir empfehlen, dass seine Eltern ihn aus der Schule nehmen und ihn psychologisch betreuen lassen. Einen Tisch im Unterricht geworfen, seine Englischlehrer bestimmt, Feuerwerk in den Toiletten gezündet, Schulmaterial gestohlen, die Schulverwaltung bedroht, versuchter Diebstahl der Campusstatue Tabonga. Oh, Tobanga, sorry. Er wollte das stehlen. David Metz und Nathan Prescott sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier in Mr. Metzen Polizeijogger für einen lokalen Dealer arbeitet. Im Angesichts von Rachels vorbildlichen Statue sagte ich David, dass ich konkrete Beweise benötige und er versprach, er habe welche vorzuzeigen. Ich war überrascht, einen unangekündigten Besuch von Rachel Amber zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptete, David Metzen folgt ihr und fotografiere sie. David streitete dies ab und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich allerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben sollte. Wow. Wow, euer Ernst? Kann ich den jetzt fotografieren? Ich glaube, jetzt zu spät. Ich kann ihn nicht mehr fotografieren. Oh, scheiße. Manchmal ist es echt kacke mit den Bildern. Na, dann haben wir halt diesmal 2 nicht. Müssen wir mit leben, Leute. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish Splash? You're right. Splish Splash? We hella deserve it. Splish Splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Ein guter, schlechter Einfluss auf dich. Ein guter, schlechter. We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Go Otters. Okay. I would love a soda, but I just get wired. I actually don't have the time to investigate this caper. Mr. Taucherbrille. Ich gebe zu, ich bin schusselig und habe meine Flexi-Wave-Taucherbrille verlegt. Wer sie findet, hat sich ewig während der Dankbarkeit und einen 25-$-Gutschein für Bienenhip-Kaffee verdient. Kontakt Air Syrian Blackwell Academy Idee. Ah, sorry.
I hope the otters will survive. Die Erde kann nicht warten. Informiere dich, dann leite es weiter. Werde noch heute ein Eco-Freiwilliger. Aha. If only I could solve the mystery of the missing cat pics. Belohnung, verzweifelt auf der Suche nach meinem Rucksack mit Schulbüchern und neuem Tablet. Ich brauche diese Sachen für den Unterricht und auf dem Tablet befinden sich unschätzbare Bilder meiner verstorbenen Katze. Also bezahle ich Bares, ohne Fragen zu stellen. Wenn du etwas weißt oder den Rucksack zurückgeben möchtest, hast du meine Infos, bitte. Okay. Gut. In der nächsten Folge sehen wir dann, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein.